Der springt an, als ob ein Rasenmäher anspringt. Was wollt ihr über den CLE 53 AMG wissen? 1, 2, 3. Herzlich willkommen, eine neue Folge. Wir sind auf Teneriffa. Es ist ca. 30 Grad und wir fahren den ganz neuen Mercedes CLE 200 Cabrio. Ganz neu, was hier hinter steckt, eine coole Geschichte, erzähle ich euch gleich. Aber wir sind wegen dem da. Der Mercedes CLE 53 AMG. Der CLE 53. Die Geschichte hat so angefangen, Mercedes hat sich mit den C-Klasse-Kunden beschäftigt und natürlich auch mit den E-Klasse-Kunden und hat die befragt, hat die C-Klasse-Kunden gefragt, sag mal, wo sollen wir hin, was möchtet ihr? Und die C-Klasse-Kunden haben gesagt, wir möchten ein bisschen mehr Anerkennung auf der Straße haben. Und dann haben sie die E-Klasse-Fahrer gefragt, wo wollt ihr denn hin? Und die meinten, wir wollen ein bisschen sportlicher werden. Und daraus ist dieses Auto entstanden, der CLE 53 AMG. Die erste Sache, die ich überhaupt selber nicht feiere, die hätte ich mega cool gefunden, ist die B-Säule. Bei den E-Coupé gibt es ja keine B-Säule. Und das finde ich persönlich, hätten sie hier schon machen können. Nichtsdestotrotz haben sie ganz andere Sachen eingebaut, was ich persönlich mega stark finde. Panamericana Grill, dann mein Sharknose, das bedeutet jetzt im Fachjargon bei Mercedes nennen sie es Sharknose, weil hier im Frontbereich, im oberen Bereich sind wir ein Tickel länger als im unteren Bereich. Das heißt, das Auto wirkt natürlich extremst bullig. Natürlich mein AMG-Label hier vorne drauf, kein Mercedes-Stern mehr und mein Digital Lights, was extrem cool funktioniert und abends auch richtig cool aussieht. Ihr wisst, dass ich immer ein Fan davon bin, wenn solche Lüftungseinlässe eingebaut werden, dass sie auch Funktion haben. Ich mache mal jetzt die Motorhaube auf und da muss ich euch eine Sache zeigen. A, natürlich unser V6-Motor mit 449 PS. Die 449 PS, da ist noch ein ISG 48 Volt Motor zwischen Motor und Getriebe. Sozusagen, da habe ich ungefähr 23 PS mehr und ca. 200 Newtonmeter mehr und ich kann damit einen Boost machen und das Auto hat so eine Art Segelfunktion, wo natürlich mein Verbrauch extremst runterkommt. Aber jetzt kommt's, was ich extremst, wartet, ich habe es extra eben aufgemacht, damit ich jetzt hier nicht so dastehe. Warte mal. Ach so, hier. So. Meine Applikation hier vorne, die ist zwar schick, die sieht richtig gut aus. Es ist auch tatsächlich ein Loch, aber es hat keine Funktion. So, AMG-Motor, es ist kein Label drauf, wie wir es von den anderen AMG-Motoren kennen, wo ja One-Man, One-Engine ist. Aber nichtsdestotrotz, durch die Modifikation, die AMG ja in diesen Motor reingebracht hat, haben sie trotzdem eine Motorhaubeabdeckung mit AMG fertiggestellt. Aber hier haben wir nicht die typische Plakette drauf, wie bei den anderen AMG-Motoren mit Unterschrift XY, gibt es hier nicht. Zu Motor und zu Performance kommen wir gleich. Wir gehen jetzt weiter mit einem Außencheck. Einer meiner Favoriten, was Mercedes richtig cool hinbekommen hat, ist definitiv die neuen Felgen. Die sind extrem cool, die gehen mega tief rein. Also das Auto wirkt durch diese Felgen extrem bullig, extrem stark und was endlich mal was ganz Neues auf dem Markt. Und durch die Kotflügel, die sie natürlich auch richtig breit rausgezogen haben, auch im Heckbereich, wirkt das Auto extrem sportlich, aber dennoch kompakt. Das Auto ist echt ein Mix zwischen hier bin ich, sportlich, aber auch elegant. So eine Art GT, würde ich mal sagen. Und was ist wichtig für ein GT, bevor wir reingehen? Kofferraum. Und das muss ich euch zeigen. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe extra 2 Koffer vorbereitet. Kommt mal mit. Elektrisch. Das ist schon mal cool. So, jetzt kommt ein riesen Nachteil, wo ich jetzt jedem sagen muss, bitte schützt eure Autos, weil, seht ihr diese Ladekante, alter Schwede, die ist schon heftig. Und wenn du jetzt deinen Koffer so reinhebst, du musst echt aufpassen, dass du hier nicht rankommst, das ist schon krass. Oder du nimmst, das ist
Was ist das für ein Koffer? Hat er hier keinen Griff oder was? Okay, oder du nimmst es einfach so. Also du musst echt vorsichtig sein. Also es ist viel Kofferraum da, aber die Ladekante ist schon heftig. Vor allem hier, wenn du so einen Metallkoffer, einen Remover hast, musst du richtig vorsichtig sein, wie du deinen Koffer hier reintust, damit du hier die Ecke nicht beschädigst. 2 Trolleys passen locker rein. Hier würde auch ein Riesenkoffer, also ein großer Koffer reinpassen und so weiter. Für ein Coupé finde ich, dass mein Kofferraum ausreichend ist, definitiv. Ich kann hier locker, ich habe ja 4 Plätze, ich kann hier auch locker zu 4 übers Wochenende wegreisen. Ich habe hinten genug Platz. Elektrische Heckklappe finde ich mega cool, passt, muss heutzutage sein. Und jetzt kommen wir zum Heckbereich, was ich extrem feiere und ich bin der Fan davon und ich will mal wissen, ob ihr das auch cool findet. Wieder 4 Endrohre und jetzt wieder schön rund gehalten. Das finde ich extrem sportlich und da kommt wieder diese 80er, 90er Jahre wieder, finde ich. Und auch im Heckbereich haben sie es sehr steril gehalten. Hier die Lampen durchgezogen in der Mitte. Das ganze Auto wirkt hinten sehr, sehr stimmig. Von außen würde ich sagen, dass das Auto extrem gelungen ist. Es ist nicht too much, finde ich. Es passt. Und wenn man hier die richtige Farbkombination aussucht, glaube ich schon, dass man ein richtig schönes Auto zusammenstellen kann. So, außen sind wir jetzt fertig. Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr? Wie sieht das Außen von außen aus? Ist es gelungen, ja oder nein? Und jetzt gucken wir uns die Innenausstattung an, gucken, wie sich das Auto fährt, der V6, sozusagen Biturbo. Und ihr habt mir ein paar Fragen gestellt bei Instagram, die werde ich auch zum Schluss beantworten. Auf los geht's los. Jetzt geht's los. Also, eine Sache ist Fakt. Sobald du in diesen Sitzen sitzt, hast du sofort AMG-Feeling. Definitiv. Das hast du auf jeden Fall. Auto startet. Wir haben ja die 48 Volt ISG Starterbatterie sozusagen. Der fährt dann. Oh, jetzt machen wir mal Lüftung. Es ist irre warm hier. Aber machen wir trotzdem ein bisschen runter, damit ihr mich auch hören könnt. Belüftete Sitze. Also ich habe jetzt hier die Vollleder-Napa-Ledersitze drin. Mit Belüftung. Das ist schon mal sehr cool. Mein Head-Up-Display ist schön markant. Der ein oder andere findet das ja nicht so gut. Ich finde Head-Up-Display extrem cool, weil ich da alles schön im Blick habe. Dann habe ich hier 2 Monitoren. Einmal natürlich im Mittelbereich, das kenne ich von den AMG GT und von dem SL. Richtig schön übersichtlich. Ich kann alles schnell bedienen, alles super. So, dann habe ich hier mein Tacho sozusagen. Da habe ich verschiedene Sichtoptionen, die ich haben kann. Und zwar kann ich jetzt hier auf Supersport gehen. Dann habe ich ja ganz andere digitale Anzeigen. Und wenn man früher denkt, da hast du nur dein Drehzahlmesser gehabt und deine Tacho-Einheit oder dein kmh-Anzeige. Heutzutage kannst du einfach, wenn du mal keinen Bock hast, kannst du einfach dein Tacho-Display ändern in 7 verschiedene Modis. Das ist schon gewaltig. Und vor allem übernimmt er das 1:1 in mein Head-Up-Display, was ich hier vorne habe ich auch 1:1 in mein Head-Up-Display. Das ist auch natürlich gigantisch. Hier in der Mitte, mein Display, kann ich alles andere einstellen. Natürlich jetzt hier AMG-Modus. Meine Federung habe ich hier, dann kann ich sehen, wie viel Grad ich gerade lenke und dann kann ich auch richtig klassisch sehen, wie viel Grad gerade meine mitlenkende Hinterachse ist. Ich kann ja im Stehen bis maximal 2,5 Grad meine mitlenkende Achse nutzen. Das geht bis 100 km/h. Ab 100 km/h wird es immer weniger, aber dann dient es eher dazu, mir noch mehr Sicherheit zu geben, meine Hinterachse. Und ich habe hier pro Dämpfer, die funktionieren einzeln und dementsprechend habe ich natürlich extrem viel Fahrsicherheit, wenn ich das Auto mal schneller fahren möchte. Das Auto hat eine Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h, ist abgeriegelt. Es sei denn, ich buche mein AMG Drivers Package dazu und dann habe ich 270 km/h maximal und ich bin fest davon überzeugt, dass das Auto wesentlich schneller könnte, aber es geht halt leider nicht, da ist es abgeriegelt. Hier auf Pro Dynamic und jetzt, zack, jetzt können wir mal hier ein bisschen Gas geben und gucken. Also wir haben jetzt hier 449 PS, 1, 2, 3. Alter Schwede, aber gut anhören tut er sich und dann sofort runterbremsen. Also bremsen tut er auch super. Also ich muss sagen, man muss sich dran gewöhnen. Es ist definitiv nicht mein 8-Zylinder-Feeling. Definitiv nicht. Aber
er marschiert schon gut nach vorne. Wir sind hier im Race-Modus, 449 PS und er marschiert schon gut nach vorne, definitiv, auf jeden Fall. Serienmäßig variable Allradsystem, was wir hier haben, und zwar entscheidet mein Fahrwerk, mein System selber, was ich gerade benötige. Der kann vorne komplett auskuppeln, dass ich mit Heck fahre, damit ich natürlich weniger effizienter fahre, damit ich weniger verbrauche. Und er weiß sofort, wie ich anfahre, wie ich fahre, wie viel er nach vorne und hinten sozusagen steuern muss. Und dementsprechend kann ich natürlich extrem viel Sprit sparen, als wenn ich ein Permanentallrad habe. Dementsprechend ist das Auto jetzt auch viel, viel effizienter geworden. Und hier haben wir eine coole Landstraße, wo wir mal ein bisschen Gas geben können. Und jetzt schaltet er endlich mal ein bisschen runter. Jetzt können wir mal ein bisschen selber schalten. Ja, jetzt haben wir mal endlich ein bisschen Musik. Das ist geil. Jetzt hier in die Kurve. Also in der Kurve fühlt sich das Auto extrem safe an. Das Auto liegt auf der Straße, muss ich sagen. Das ist echt genial gemacht. Und ich habe hier null das Gefühl, dass ich hier irgendwie unsicher werde oder sonstiges. Ich bin im dritten Gang. Mit ungefähr 70 km/h fahre ich in eine Kurve rein. Alles total entspannt. Bis auf mein System, das ist nicht so entspannt. So, vor einigen Tagen habe ich ein paar Fragen gestellt auf Instagram, beziehungsweise nur eine Frage an euch gestellt. Was wollt ihr über den CLE 53 AMG wissen? Und da kam extrem viel von euch. Also habe ich ein paar rausgepickt und jetzt kommen wir zu Nummer 1. Und zwar von y.kodo22. So, da kommt. Ich möchte gern wissen, wie die Verarbeitung ist und was du zum Motor sagst. Kommt mal mit. Also, Verarbeitung ist natürlich Champions League, gar keine Frage. Schön Napa-Leder, alles perfekt. Mein Carbon passt super. Das kenne ich auch nur so von AMG. Dann kommen wir natürlich zu unserem Motor. Was ich echt enttäuschend finde, ist, ich habe meine Plakette nicht mehr rauf. Das heißt, es ist nicht mehr One Man, One Engine. Aber trotzdem hat AMG einen Motor hier reingebaut, wo man sagt, okay, 4 Zylinder, um Gottes Willen, es geht nicht. Dann haben sie gut reagiert, sind jetzt auf 6 Zylinder und haben für die heutige Zeit maximal alles rausgeholt. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, bleibe ich trotzdem ein V8-Fan. Daniel W. Stegemann. Gibt es den auch als 63er? Und das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich zurzeit nicht. Ob ein 63er rauskommt, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kommt ja ein 63er raus und da könnt ihr jetzt in die Kommentare reintippen. Was wird es dann wohl? Wird es doch ein 6-Zylinder, 8-Zylinder? Was wird dann, wenn ein 63er rauskommt? Welche Motorisierung kommt rein? Bis dato steht das noch nicht fest und ich habe alles versucht bei Mercedes herauszukriegen. Kommt ein 63er, ja oder nein? Die haben es mir nicht beantwortet. Edon.pi. Findest du, das Auto fährt sich eher aggressiv oder komfortabel ausgelegt? Das haben wir hier. Blenden wir euch ein. Ja, ist eine gute Frage. Das Auto ist eigentlich beides. Du kannst dieses Auto sehr, sehr aggressiv fahren, gerade wenn du ein Drivers Package dazu buchst. Höchstgeschwindigkeit auf 270 anstatt 250. Und dann hast du auch deinen Race-Modus. Sonst hast du bei Sport Plus ist dann vorbei. Und du kannst dieses Auto extremst aggressiv fahren, aber nur wenn du es kannst. Und du kannst das Auto extrem komfortabel fahren. Für mich eigentlich so richtig GT-Charakter. Wir machen den Motor an und machen mal einen Soundcheck. Und danach kommt mein Fazit. So, zack. Der springt an, als ob ein Rasenmäher anspringt. Aber das ist heutzutage durch die neuen Emissionswerte und Starterbatterie so. Und jetzt gehen wir mal natürlich auf Race. Also dieser Sound haut mich jetzt im Stand nicht um, aber ich bin den ja gefahren und unter Last hört er sich natürlich viel geiler an. Wenn du da im Race-Modus bist und mit den Gängen spielst und so weiter, hört er sich einfach viel, viel besser an. Warte mal, ich gehe nochmal Sport Plus. So, jetzt ist mein Auto. Der blubbert nicht mehr so. Das macht er nicht mehr. Das macht er nur beim Fahren. Wenn du dementsprechend runter und hoch schaltest, dann knallt er hinten ein bisschen raus. Aber es ist natürlich nicht mehr so zu vergleichen wie der 63er früher. Das ist einfach so. Das Auto ist, die Frage war ja, für wen ist dieses Auto bestimmt? Das war ja die Kernfrage heute. Und ich sage eins, und das geht ganz schnell, dieses Auto
hat alles getroffen, was sie treffen wollten. Das heißt, die haben den C-Klassenkunden genommen und die E-Klasse-Kunden genommen und haben haben da einen Mix zwischen Sportlichkeit, Eleganz, alles in einem Auto gepackt. Über die Motorisierung kann man sich streiten, definitiv. 6-Zylinder, 8-Zylinder und so weiter. Aber es ist jetzt so, wie es ist und wir müssen damit klarkommen. Ich finde, Mercedes hat sein Ziel erreicht, beziehungsweise AMG hat in diesem Fall sein Ziel erreicht, ein Auto auf die Straße zu bringen, was alles kann. Du hast extrem viel Kofferraum für ein Coupé, du hast hinten richtig gut Platz, du hast also vorne auch alles super gemacht, alles schön gemacht, hochqualitativ gemacht und du hast hier die Möglichkeit, das Auto brachial zu fahren und auch gemütlich zu fahren. Du hast hier ein Gesamtpaket. Die Emotionen sind leider nicht mehr so da wie früher. Und jetzt könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Auto kaufen wollt oder nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.